In dieser Folge verlassen wir das türkische Festland und fahren auf die Insel Castellorizo, die zu Griechenland gehört. Nee, er hat mit dem Kopf nach da geguckt und hat es eben so, da hat es so jetzt runtergegriffen. Man kriegt das überhaupt nicht mit, weil wir ja Luke jeden Tag gesehen haben. Aber wenn man sich jetzt mal die alten Videos anguckt, dann sieht man doch krass, wie viel größer er geworden ist in den paar Monaten. Als wir Luke gefunden haben, war er ungefähr 1,5 Monate alt. Und in dieser Folge ist er gerade mal 5 Monate alt gewesen. Castellorizo ist die östlichste bewohnte Insel Griechenlands Und hat gerade mal 500 Einwohner. Die 12 Quadratkilometer große Insel ist gerade mal 7 Kilometer von der türkischen Küste und 125 Kilometer von Rhodos, der nächsten bewohnten griechischen Insel, entfernt. Dadurch, dass wir wieder die EU-Außengrenze betreten haben und aus der Türkei kommen, wo es noch Tollwut gibt, hatten wir uns ein bisschen Sorgen gemacht wegen dem Hund, weil es da bestimmte Quarantänevorschriften und so weiter gibt. Aber an der Grenze war alles überhaupt kein Problem und wir sind ziemlich schnell mit dem Hund durchgekommen. Die bekannteste Sehenswürdigkeit auf Castellorizo ist die Blaue Grotte. Das ist eine riesige Höhle im Meer, die nur mit dem Boot zu erreichen ist. Und unser Plan war, uns ein Paddelboot zu mieten und dann schon mal in Richtung Blaue Grotte zu paddeln und am nächsten Morgen früh loszufahren, um uns die Blaue Grotte ganz in Ruhe und alleine anzuschauen. Ursprünglich wollten wir uns vom türkischen Festland ein richtig gutes Seekajak mieten und das dann mit auf die Insel nehmen, aber wegen Zoll- und Behördenkackerei durften wir das nicht rübernehmen und deswegen wollten wir uns auf der Insel selber eins suchen. Wir haben dann allerdings nur so Plastikschüsseln gefunden und dann haben wir noch ein bisschen weiter gesucht. Dann haben wir Luke den Auftrag gegeben zu suchen. Luke, bleib nicht in der Da war jetzt irgendwas. Das hat allerdings auch nicht gut funktioniert. Der ist dann auch bei den gleichen Kajaks wieder angekommen, wo wir vorher waren. Also haben wir uns dann für die Plastikschüssel entschieden. Da haben wir dann unser ganzes Zeug reingepackt und uns. Da war das Boot dann schon halb unter Wasser. Und dann ist Steffen losgepaddelt. Ich habe die ganze Zeit gefilmt. Das Problem war halt, dass immer wenn Wellen gekommen sind, war das Boot danach noch mehr unter Wasser, als es vorher schon war. Luke fand das Ganze okay, glaube ich. Also ich glaube, er fand es nicht so toll. Wir fanden es aber auch, also es war halt alles sehr nass. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. Sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation from an enclosed system. Natural world gone missing. Plus all our CO2 emissions equals degradation. Wasting ships and mass extinctions. Oh no. Wir sind am gleichen Tag dann etwa 3,5 Kilometer gepaddelt bis zu einer Bucht. Und wir waren total froh, dass wir die kleine Bucht gefunden hatten. Unterwegs waren überall nur Steilklippen und wir hatten schon Angst, dass wir gar nicht an Land kommen und wieder umdrehen müssen.
Es war alles nass und wir haben das dann alles zum Trocknen auf dem Boden verteilt. Possible solution, rewire our connection, maybe less consumption, emerging from a mind of isolation, revalue all that we've been given. God don't work on commission. We make up one big breathing chain, we're quite the same. Hey, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change and turn the ship another way. Take less than we've been given if we move in that direction. Yeah. We'll find our place in this living chain. We're quite the same. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game. Leider hatten wir nur ganz dünne Isomatten dabei und der Boden war total steinig. Und wenn man die erste Schicht mit Stein weggekloppt hat, dann war darunter gleich die zweite. Und das war dann ein bisschen schmerzhaft. Was ist los, Luke? Bist du da oben hochgekommen, aber kommst nicht wieder runter? Der muss bestimmt mal groß. Am nächsten Morgen sind wir vor Sonnenaufgang aufgestanden und haben nur das Nötigste zusammengepackt und sind ohne Zelt und ohne Gepäck zu der Blauen Lagune gepaddelt. In der Blauen Grotte hatten wir leider eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Deswegen ist es auf den Videos schwer zu sehen, wie unglaublich groß es da drin war. War alles gut. Jetzt bin ich die Kamera nicht. Dann sind wir wieder zurück zu unserer kleinen Bucht gepaddelt, haben unser Zelt und das ganze andere Zeug eingeladen und sind dann wieder Richtung Fähranleger gepaddelt und die Rückfahrt war auch richtig entspannt.
Und ich glaube, das fand Luke auch richtig gut. Zumindest sah er sehr entspannt aus. Sind wir irgendwann wieder am Anleger angekommen und konnten Luke an Land lassen. Und da hat er sich vielleicht gefreut. Insgesamt waren wir 1,5 Tage auf Castellorizo und wir haben dann um 5 Uhr abends die Fähre zurück zum türkischen Festland genommen. Sind dann wieder in unser Auto rein und sind dann nochmal auf so einen Berg hochgefahren, wo wir dann am nächsten Morgen nochmal eine ziemlich schöne Aussicht auf Castellorizo hatten.